Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung. Für dieses hübsche Oberteil, welches ihr euch auch noch je nach Belieben ausarbeiten könnt, indem ihr zum Beispiel noch Ärmel dran macht oder euch noch einen Kragen oder eine Kapuze dran häkelt, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, benötigt ihr nicht mehr als euren Brustumfang geteilt durch 2. Ich häkel hier wie immer für Größe M, das sind in etwa Brustumfang technisch so 100 cm, teile diese durch 2 und komme somit auf 50 cm. Also werde ich die Anleitung, die ich euch jetzt gleich dranhänge, diesen Kreis übernehmen und weiter ausarbeiten, bis ich auf meine 50 cm komme. Die Zunahmen bleiben immer die gleichen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und wenn ihr diesen Kreis zweimal gehäkelt habt, oder diesen Wirbel, auf eure Maße, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Beginnen wir mit Runde 1. Ihr legt den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen um den Zeigefinger herum, zweimal um den Daumen und haltet den Endfaden mit Ring und kleinen Finger fest. Dann geht ihr von oben am Daumen in die Schlaufe, holt euch den Spannfaden aus der Mitte, holt ihn nochmal und häkelt eine Luftmasche, noch einmal eine zweite Luftmasche. Wir benötigen jetzt gleich Stäbchen. Dazu häkle ich aber nur 2 Luftmaschen, damit, wenn man einmal rum ist, einen schöneren Abschluss hat. Und nun geht es weiter immer um die beiden Fäden herum. Wir benötigen zusätzlich nochmal 2 Stäbchen. 1, 2. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Eine Luftmasche und wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So, und insgesamt benötigen wir 6 Grüppchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. Nachdem ich meine 6 Grüppchen nun gehäkelt habe, dürft ihr dann die letzte Luftmasche nicht vergessen und stecht dann in die zweite Luftmasche von unten ein und schließt die Runde mit einer Kettmasche. Danach könnt ihr den Fadenring zuziehen. Das war Runde 1. Runde 2. Nun mogeln wir uns mit 3 Kettmaschen in die nächste Lücke. Dazu machen wir eine Kettmasche in das zweite Stäbchen, eine Kettmasche in das dritte Stäbchen und nochmal eine Kettmasche um die Luftmasche herum in der Lücke. Jetzt haben wir hier einen sauberen Abschluss, 2 Luftmaschen und 4 Stäbchen in die Lücke um die Luftmasche herum. 1, 2, 3 und 4. Jetzt haben wir optisch unsere 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, nächste Lücke, die nach 3 Stäbchen kommt und wieder um die Luftmasche herum 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Luftmaschen, in die nächste Lücke wieder 5 Stäbchen. Und so geht es dann jetzt weiter, bis ihr in jeder Lücke 5 Stäbchen gehäkelt habt und immer die 2 Luftmaschen dazwischen. Am Ende der Runde die 2 Luftmaschen nicht vergessen und die Runde in der zweiten Luftmasche von unten schließen. Deswegen häkeln wir auch am Anfang nur die 2 Luftmaschen
Und dann habt ihr eine super gerade Kante. Runde 3. Wir müssen uns jetzt ab hier immer in das 4. Stäbchen mogeln. Das machen wir immer mit 3 Kettmaschen. Wir befinden uns hier über dem 1. Stäbchen und stechen also in das 2. Stäbchen ein und häkeln eine Kettmasche. Dann in das 3. Stäbchen eine Kettmasche und in das 4. Stäbchen eine Kettmasche, damit wir hier einen schönen sauberen Rand aus 3 freien Stäbchen haben. Dann machen wir 2 Luftmaschen wieder und häkeln noch ein Stäbchen in das letzte 5. Stäbchen. So. Und nun 5 Stäbchen um die Kette herum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Luftmaschen und wieder ins 4. Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Und in das 5. Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Danach wieder um die Kette herum 5 Stäbchen. 3, 4 und 5. 3 Luftmaschen und so sieht es dann aus. Noch ein letztes Mal, auch hier wieder in das 4. Stäbchen einstechen, sodass wir immer 3 Stäbchen freilassen. In das 5. ein Stäbchen und danach um die Kette herum nochmal 5 Stäbchen. Drei Luftmaschen. So, und dann wieder 3 Luftmaschen. Und so geht jetzt die Runde bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen nicht vergessen und geschlossen wird wieder in der 2. Masche von unten. Das war Reihe 3. In Reihe 4 mogeln wir uns wieder ins 2. Stäbchen und häkeln eine Kettmasche. 3. Stäbchen eine Kettmasche, 4. Stäbchen eine Kettmasche, sodass wir 3 saubere freie Stäbchen haben. 2 Luftmaschen und nun ins 5., 6. und 7., also in alle darauffolgenden Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und danach um die Kette herum wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. 4 Luftmaschen und danach ins 4. Stäbchen einstechen, ein Stäbchen häkeln und ab da wieder alle restlichen Stäbchen häkeln. Und um die Kette herum wieder 5 Stäbchen. Luftmaschen und wieder in das 4. Stäbchen einstechen, sodass wir 3 frei haben. Alle restlichen Stäbchen behäkeln mit jeweils einem Stäbchen und wieder 5 Stäbchen um die Kette.
4 Luftmaschen und das Ganze bis zum Ende. Und so geht es jetzt immer weiter. Ihr schließt die Reihe mit 4 Luftmaschen und danach in die zweite Masche mit einer Kettmasche. Danach mogelt ihr euch wieder ins 4. Stäbchen mit 3 Kettmaschen und behäkelt ab da wieder jedes Stäbchen mit einem Stäbchen und häkelt 5 Stäbchen um die Kette herum. Ansonsten ist immer wichtig halt, dass ihr im 4. Stäbchen startet und die 5 Stäbchen um die Kette nicht vergesst. Der Rest ist halt nur auffüllen. Und so entsteht dieser wunderschöne Wirbel. Und ab hier kann dann jeder für sich selbst entscheiden, wie viele Reihen er machen möchte. So sieht mein erster Wirbel hochgehäkelt auf 50 cm aus. Und so der zweite. So sehen die beiden Kreise dann aus, wenn diese an der Puppe erst einmal fixiert sind. Bei mir ist das Ganze so perfekt ausgekommen, dass ich von Löckskin zu Löckskin das Ganze einfach nur links und rechts verbinde und habe die perfekte Kragenweite. Das gleiche mache ich dann von hier zum nächsten Löckskin und habe auch hier die perfekte Ärmelaussparung. Bei wem das anders ist, schaut einfach, wie viel Zentimeter ihr für eure Ärmelaussparung braucht und markiert euch dann das Ganze. Und an der Seite werde ich dann von diesem Löckskin aus 18 Maschen nur noch befestigen. Hier seht ihr das an den beiden Nadeln. Und dann hat das Ganze für mich auch die perfekte Weite. Und dann kommen wir zum Vernähen. Also, ich lege hier einfach die beiden Löckskin übereinander, fixiere mir den Faden und vernähe dann das Ganze mit dem Kautstich, indem ich ca. einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück und dann das Ganze am vorderen Häkelstück in Höhe des Fadens wieder einsteche. Ihr könnt euch auch den Faden immer so überlegen und dann in Höhe des Fadens einen halben Zentimeter einstechen. Dann wieder überlegen nach vorne und einen halben Zentimeter einstechen. Oder in etwa eine Maschenbreite. So, und wenn ich dann die Breite des Löckskins soweit habe, fixiere ich noch den Faden. So. Und habe dann eine ganz flache Naht. Das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite und dann habe ich schon mal meinen Halsausschnitt. Dann gehe ich links und rechts an der Seite zum nächsten Löckskin runter. Dann habe ich hier meine Ärmelaussparung und vernähe mit dem Kautstich unter den Ärmel nochmal 18 Maschen herunter. Achtet aber bei euch auch darauf, dass dann hier unten genügend frei ist. Nicht, dass es bei euch dann zu eng wird. Ihr müsst es dann halt auf euch anpassen. Genauso das gleiche wie mit den Ärmelaussparungen. Wenn ihr jetzt für eine größere Größe häkelt, kann es sein, dass ihr viel zu viel Ärmelaussparung habt. Und wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, so viel nur nehmen müsst, dass hier unten ein Stück überbleibt. Na? Also da orientiert euch jetzt nicht so wie bei mir da dran. Ich habe jetzt hier halt durch Zufall das Ganze so perfekt. Muss aber bei euch halt nicht sein. Übernehmt von einem gut sitzenden Pullover die Kragenweite und auch die Ärmelhöhe und markiert euch das einfach an dem Kreis runter. Kragen und Ärmel liegen direkt aneinander. Da fixiert ihr halt nur so ein kleines Stück. Und unten müsst ihr dann halt schauen, wie viel ihr zunähen müsst, damit es dann perfekt bei euch sitzt. So, ich werde jetzt das Ganze weiter vernähen. Und wenn es fertig vernäht ist, dann zeige ich euch das Grundgerüst an der Puppe. Bis gleich. So sieht das Grundgerüst aus. Alles schön fertig vernäht. Und damit das Ganze nicht allzu langweilig aussieht,
werde ich mir jetzt unten noch ein Bündchen dran häkeln. Und wer daran Interesse hat, der bleibt nun dran. So, für das Bündchen beginne ich an der Seite, an der Naht. Das ist immer am unauffälligsten und die beste Möglichkeit, den Anfang so ein bisschen zu verstecken. Und beginne damit, die erste Runde einmal komplett herum nur die Stäbchen zu verteilen. Also in jedem Stäbchen ein Stäbchen. Ihr braucht hier in der Ecke auch keine Abnahmen zu machen, sowohl hier als auch auf der anderen Seite nicht, weil die Reliefstäbchen sich ja eh zusammenziehen. Wenn ihr allerdings ein glattes Bündchen euch jetzt häkeln wollt, dann solltet ihr immer an der Naht links und rechts, also quasi wo die Ecke ist, 3 Maschen gemeinsam zusammen häkeln. Dann zieht sich das so etwas zusammen und ist nachher nicht so allzu gruselig am Ende. Sieht einfach besser aus. Aber hier dürft ihr dann auch nicht zu weit häkeln, sonst macht ihr das Ganze auch immer enger. Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt hier einmal komplett herum Stäbchen häkeln. Ach so, genau, aus folgendem Grund. Sonst kommen wir mit den Reliefstäbchen hier in Probleme rein, weil das sähe dann auch nachher nicht mehr schön aus. Daher häkle ich jetzt hier erst einmal Stäbchen drüber und beginne dann die Reliefstäbchen. Na, weil sonst hätten wir hier Reliefstäbchen und hier dann erstmal nur in der einen Reihe normale und kann man machen, aber ich finde es persönlich halt nicht so hübsch. Jo, also ich verteile jetzt einmal die Stäbchen und dann sehen wir uns zu den Reliefstäbchen wieder. Bis gleich. Nachdem ich die Runde dann beendet habe, schließe ich das Ganze in der zweiten Masche von unten, mache 2 Luftmaschen und beginne, indem ich um das erste Stäbchen herumgehe, dieses nach vorne ziehe und ein Stäbchen abhäkel. Dann mache ich einen Umschlag, nehme mir das nächste Stäbchen, gehe drum herum, ziehe dieses nach vorne und häkel noch einmal ein Stäbchen ab. Dann haben wir 2 Reliefstäbchen nach vorne. Nun mache ich einen Umschlag und gehe von hinten um das nächste Stäbchen herum, ziehe es nach hinten und häkel ein Stäbchen. Umschlag, nächstes Stäbchen, von hinten um das Stäbchen herum und ein Stäbchen. Nun habe ich 2 Reliefstäbchen nach hinten. Danach kommen wieder 2 nach vorne. Und so häkeln wir jetzt im Wechsel immer 2 nach vorne, 2 nach hinten, bis die Runde fertig ist. Dann schließen wir die Runde auch hier wieder in der zweiten Masche von unten, machen 2 Steigeluftmaschen und häkeln danach die Stäbchen so, wie sie kommen. Die 2, die nach vorne zeigen, nach vorne, die 2, die nach hinten zeigen, nach hinten. Also immer ums Stäbchen herum als Reliefstäbchen. So, und diesen Rand häkelt ihr dann so weit, wie ihr das für euch haben möchtet und gut aussieht. Und wenn ich soweit bin, dann zeige ich euch noch das Endergebnis. Bis gleich. Nach 6 Reihen unten am Bund und jeweils 2 Reihen links und rechts am Ärmel habe ich das Ganze soweit fertig. Ich hatte ursprünglich auch hier oben am Bündchen 2 Reihen, aber werde mir so einen auseinandergehenden Kragen hier noch dran häkeln, da ich das sonst ein bisschen zu schlicht finde. Also wer mitmachen will, kann jetzt gerne dranbleiben. Ich fixiere mir den Faden an der Seite, sodass die Naht dann auch schön an der Seite bleibt. Mache 2 Luftmaschen. Nehme mir einen Maschenmarkierer hinzu. Wir brauchen auch gleich noch einen zweiten für die andere Seite. Und häkel direkt am Anfang 2 Stäbchen, also somit direkt schon eine Zunahme. Dann fixiere ich mir den Marker direkt am Anfang. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite brauchen wir dann gleich nochmal eine Zunahme. Dann häkeln wir einmal komplett rum. Hier kommt die nächste Zunahme hin. Dann schließen wir das Ganze und machen wieder Kehrtmarsche, also wieder das Ganze zurück. Und hier verteile ich jetzt ganz normal meine Stäbchen. Und das dann einmal komplett rum. Also ganz schlicht.
Und am Ende der Reihe schaue ich, wo belegt ist, dass ich da nicht noch eine Zunahme mache und schließe mit einer Kettmasche. Dann wende ich, mache wieder 2 Luftmaschen, gehe in das erste Stäbchen und häkel dort 2 Stäbchen hinein. Dann setze ich mir wieder den Marker. Und auf der anderen Seite setzen wir mal in das zuletzt gehäkelte Stäbchen den Marker und auf dem Rückweg machen wir dann die Masche mit dem Marker wieder doppelt. So bleibt dann die Naht schön in der Mitte. Daher immer der Richtungswechsel, also links und rechts schön verteilen und das dann Reihe für Reihe immer mit Richtungswechsel, bis der Kragen so weit auseinander geht und er für euch perfekt sitzt. Also überhaupt kein Hexenwerk. So sieht es nach 16 Reihen bei mir aus. Das reicht dann auch schon von der Länge her, sonst wird es zu lang und verdeckt dann halt den schönen Kreis. Denn darum geht es ja, den wollen wir nicht verdecken. Wer natürlich möchte, kann noch etwas länger häkeln, dass es bis über die Schultern auch geht. Zum Schluss häkel ich mir noch einen Abschlussrand. Steche ich dann ein, hole den Faden, ziehe beide Schlaufen hoch, verdrehe das nach hinten und masche ab. Ganz leicht. Ich setze mir hier direkt den Marker, weil man den Anfang später schlecht erkennen kann. So. Und dann geht es weiter. Nächste Masche, einstechen, beide Schlaufen nach oben ziehen, nach hinten verdrehen und abmaschen. Nächste Masche einstechen, beide Schlaufen nach hinten verdrehen und abmaschen. Nächste Masche, beide Schlaufen hochziehen, nach hinten verdrehen und abmaschen. Das ist ein bisschen Übungssache. Ihr müsst die Schlaufen schon ein Stück hochziehen, damit sich das auch leichter abmaschen lässt. Und dann habt ihr so einen schönen verdrehten Rand. Und das dann bis zum Ende und dann sind wir fertig mit unserem Polunder. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.